Ich bin die Maria, 26 Jahre alt und vom großen Katze-Kuh-Team. Ich bin in der Nähe von Halle an der Saale geboren und habe in Edinburgh Chemie studiert. Dann bin ich in der Physik gelandet und arbeite jetzt an der TU Dresden mit beiden Wissenschaften. Hier erforsche ich maßgeschneiderte Materialien für Quantencomputer. Über die App Katze-Kuh habt ihr uns wieder viele tolle Bonusfragen geschickt. Heute geht es um Grundsätzliches, die Erfindung der Physik und wer die Quantenphysik entdeckt hat. Und zum Schluss verrate ich euch noch, warum mir die Physik Spaß macht. Philippa möchte wissen, wer hat die Physik erfunden? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Den Erfinder gibt es nämlich nicht, sondern viele neugierige Forscherinnen und Forscher, die die physikalischen Gesetze entdeckt haben, nach denen unsere Welt funktioniert. Und dabei haben sie sich immer wieder geirrt, gestritten und immer wieder ausprobiert. Und das ist bis heute noch so, denn die Physik ist nicht fertig. Wir finden ständig neue spannende Dinge heraus. Im Katze-Kuh-Spiel hast du selber gesehen, wem wir arbeiten, indem wir Rätsel lösen. Und diese Rätsel sind wirklich überall. Zum Beispiel, bei welchen Temperaturen baut man am besten einen Schneemann? Am besten bei leichten Plusgraden, wenn der Schnee angetaut ist und daher gut zusammenklebt. Oder warum ist eine Türklinke am Rande der Tür und nicht in der Mitte? Weil sie sich so viel leichter öffnen, also aufhebeln lässt. Das ist Physik. Wie alt ist die Physik? Schon vor über 2500 Jahren haben Gelehrte in Griechenland die Natur beobachtet und Gesetzmäßigkeiten davon abgeleitet. Die heutige Physik als Wissenschaft für die unbelebte Materie gibt es aber erst seit rund 400 Jahren. Damals entstanden auch die Biologie und mein Fachgebiet, die Chemie. Damals noch Teilgebiete der Physik. Bis heute arbeiten wir zusammen. Wird man mit Physik berühmt? Einige Namen aus der langen Geschichte der Physik kennst du bereits vielleicht schon. Isaac Newton beispielsweise, der die Erdanziehungskraft entdeckte, Gravitation oder Schwerkraft genannt und herausfand, warum alle Objekte auf der Erde nach unten fallen. Nach ihm wurde sogar eine physikalische Einheit benannt, das Newton oder N für Kraft. Es heißt, ein Apfel, der ihm auf den Kopf fiel, brachte ihm den Aha-Effekt. Newtons Gravitationsgesetz erklärt auch, warum es so viel spannender ist, im Freibad vom 10-Meter-Turm als vom 1-Meter-Brett zu springen. Weil aufgrund der Schwerkraft man sehr viel schneller wird, bevor man in das Wasser eintaucht. Andere Helden der Physik waren Albert Einstein und Erwin Schrödinger, die dir im Spiel Katze-Kuh ja schon begegnet sind. Und auch du, liebe Philippa, bist eine solche Heldin, denn du hast die Rätsel im Spiel gelöst und dabei ganz nebenher physikalische Gesetze erkannt. Da passt doch gleich die nächste Frage. Rio möchte wissen, macht Physik Spaß? Aber klar doch! Physik passiert jeden Tag, ob wir das merken oder nicht. Fußball zum Beispiel ist Physik live. Wenn wir vom 11-Meter-Punkt aus einen Ball perfekt ins Tor hineinschießen wollen, können wir ausrechnen, mit welcher Anfangsgeschwindigkeit und in welche Richtung der Ball geschossen werden muss. Außerdem, wie der Luftwiderstand den Ball ausbremst und wie die Drehbewegung aussehen soll, um ihn unhaltbar hineinzuflanken. Diese Rechenoperationen laufen natürlich nicht bewusst ab, aber unser Gehirn kümmert sich trotzdem darum. Das erklärt auch, warum viele Besserwisser hinterher genau sagen können, warum der Antritt zu stark war und warum der Ball deshalb über das Tor drüber hinausgeflogen ist. Unbewusste Physikkenntnisse sozusagen. Doch es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Von der winzigen Welt der Atome und Moleküle bis in die Weiten des Weltalls. Zu einem besonders spannenden Gebiet der Physik kommen wir mit der nächsten Frage. Marla aus Gera möchte wissen, warum gibt es überhaupt Quantenphysik? Die verrückten Phänomene der Quantenphysik hast du ja im Spiel schon bereits kennengelernt. Ihre merkwürdigen Gesetze helfen uns zu verstehen, wie die winzigen Bausteine unserer Welt funktionieren. Zum Beispiel die Atome. Und da alles aus Atomen besteht, bildet die Quantenphysik die Grundlage für alle Naturgesetze, die in unserem Alltag gelten. Der Erfinder der Quantenphysik
war der Nobelpreisträger Max Planck. Er hat die ganze Wissenschaft auf den Kopf gestellt. Er hat nämlich herausgefunden, dass es sprunghafte Veränderungen, also Quantensprünge gibt. Bis dahin hatte die klassische Physik nämlich geglaubt, dass alle Vorgänge in der Natur ganz gleichmäßig ablaufen. Warum die Quantenphysik eine Revolution war und es immer noch ist, kannst du in der Wikipedia unter dem Artikel Quantenphysik nachlesen. Übrigens, heute sind noch viele wichtige Institute nach Max Planck benannt. Die 16-jährige Giselle von den Philippinen fragt, warum ist es wichtig, sich mit Physik zu beschäftigen? Physikalische Gesetze bilden die Grundlage unseres Lebens, die wir alle nutzen. Sie erleichtern unseren Alltag und erhöhen zum Beispiel auch unsere Sicherheit. Zur Physik gehört nämlich auch das Wissen, dass der Bremsweg eines Autos auf einer nassen Straße größer ist als auf einer trockenen. Das hat mit der Reibung und der Beschleunigung zu tun. Und letztlich sind Handys, Autos, Kühlschränke alles Ergebnisse physikalischer Erkenntnisse. Wenn ich als Chemikerin neuartige Stoffe erforschen möchte, komme ich ohne die Physik gar nicht aus. Mein Ziel ist es, künftig bessere Materialien zu finden, zum Beispiel Stoffe, die elektrischen Strom verlustfrei leiten oder aus denen bessere Akkus für Elektroautos hergestellt werden können. So hilft uns die Physik auch, unsere Umwelt zu schützen. Und nun noch viel Spaß beim Spiel Katze Kuh und bis zur nächsten kurze Pause Wissenschaft.